Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht auch neu zu mir gefunden hast. Das freut mich. Ja, hier liegen meine Häkelsachen und ich habe noch eine kleine Sache bestellt gehabt. Da ist noch eine ganz kleine Sache drin für meine Häkelsachen. Mal schauen, wie das ist. Ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Am besten starten wir mit dem, was wir jetzt offen haben. So einfach machen wir das jetzt mal. Ja, ich bringe immer dienstags ein Video zum Diamond Painting und donnerstags je nachdem und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, einmal hier die Decke. Sie ist ein ganz kleines Stückchen gewachsen, weil ich mir unschlüssig war, ob ich ein Muster noch mit reinnehme, weil ich ja hier dieses Zopfmuster häkel. Und ich war mir unschlüssig, ob ich diese zwei Seiten sozusagen, also oben und unten jetzt, ob ich da noch ein Muster reinlaufen lasse. Weil den Zopf häkle ich nur auf zwei Seiten gegenüberliegend sozusagen und diese zwei Seiten sollten eigentlich frei bleiben. Aber da habe ich mich jetzt umentschieden, da kommt jetzt immer eine Reihe Stäbchen und eine Reihe von einem Muster. Ja, es ist ein normales Rechteck angeschlagen. Das Rechteck geht jetzt hier ein bisschen unter, da hier noch vordere und vordere Reliefstäbchen drin sind und durch den Zopf hier, durch dieses Zopfmuster, hier sieht man es ein bisschen besser, zieht sich das hier sehr zusammen. Aber diese zwei Seiten, wo das Muster von dem Zopf ist, die sind größer. Also da sind mehr Maschen, wie jetzt hier auf der Seite zum Beispiel. Und hier wird es dann immer im Wechsel gemacht, einmal das Muster und einmal normale Stäbchenreihe. Mal schauen, wie das wird. Ja, wegen dem Muster von dem Zopf, den ich ja auch in der 1 Dola häkel, das habe ich euch schon abgedreht. Das wird dann im Laufe der Wochen online gehen, wie ich das jetzt gehäkelt habe. Gibt ja da mehrere Sachen, von daher, so wie ich es jetzt gehäkelt habe. Meine Decke wird hier aus diesem Wendy Garn gemacht, Polyacryl und Wolle für eine 4 bis 4,5er, das sind 800 Meter und hier aus diesem Einhorn, aus der Einhornwolle vom Teddy, das hatte ich ja mal gekauft und das ist ja Polyester und Acryl wahrscheinlich. Ja, Polyester, Polyacryl und Polyester wegen dem Glitzerfaden. Ja, die nehme ich zusammen und häkel das Ganze mit einer 5,5er Nadel. Ja, das ist sozusagen das erste Projekt. Wie gesagt, die Woche habe ich daran nicht sehr viel gearbeitet, weil ich mir unschlüssig war mit dem Muster. Aber jetzt bin ich damit so zufrieden bis jetzt und deswegen kann sie jetzt sozusagen mit in die kleine Routine einlaufen zum Häkeln. Ja, ihr seht es, letzte Woche habe ich es euch gezeigt, wie gesagt, da waren wir ja hier und ja, kamen halt 1, 2, 3 Reihen dazu. Ja. Oder 2, je nachdem wie man möchte. Und ja, wir versetzen jetzt einfach mal den Markierer und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht.
Ja, eigentlich hatte ich mir auch zum Ziel gesetzt, ein bisschen weiter bei der Stola zu kommen. Aber durch Ostern, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ich hoffe, ihr konntet da gemütlich die Zeit verbringen, so wie ihr es euch vorgestellt habt, und hattet einen schönen Tag oder schöne Feiertage. Ja, bei uns war es sehr gemütlich und deswegen ja, sind manche Sachen da ein bisschen auf der Strecke geblieben. Genau, ich zeige euch mal gerade die Stola, da wir gerade eben davon gesprochen haben. Also ich dachte ja eigentlich erst, ich mache daraus auch eine kleine Beindecke, aber dann habe ich mich doch entschieden, daraus eine kleine Stola zu machen. Ja, das wird gehäkelt aus diesen kleinen Bobbeln von den Märchengarnen. Da bin ich jetzt bei der Nummer 5. Das hier ist ein Vierfachgarn, 380 Meter, für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Und 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ich häkel das aus der Mitte heraus. Hier steht es auch noch mal drauf, wie man das am besten verarbeitet. Und das hatte ich mir mal reduziert bei den Märchengarnen bestellt. Und so weit sind wir jetzt. Ihr seht hier den Verlauf. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Hier ist 1, 2, 3 und die Nummer 4. Und die Nummer 4 ist komplett jetzt schon drin. Ich wäre jetzt in dem Wechsel gewesen. Und da knote ich mir einfach die Nummer 5 dran und dann geht es weiter hoch. Ich habe insgesamt 9 Knäule davon, so kleine. Und die wandern alle hier rein. Zumindest habe ich das bis jetzt vor. Und hier dieses Muster, so wie hier das an der Seite, das habe ich jetzt für euch sozusagen abgefilmt, dass ihr das mal habt. Wie gesagt, bei mir ist es noch in der Entstehung, aber ich meine, viel wird da so auch nicht mehr dazukommen. Ich werde hier unten am Rand vielleicht noch Franzeln dann dran machen. Ich hatte ja am Anfang vor, das noch zu umranden, aber das mache ich jetzt nicht. Wie gesagt, für die Stola werde ich unten sozusagen und oben dann noch was an den Rand machen. Und dann war es das auch schon. Weil hier, ihr seht es, also es läuft wirklich sehr, sehr schön hier an den Seiten hoch. Also das kenne ich auch anders bei manchen Sachen. Und dann mache ich gerne einen Rand drum, aber hier das läuft wirklich schön gerade einmal nach oben. Und deswegen glaube ich, wird mich das so nicht stören, wenn das dann nur oben und unten was dran hat. Ja, das letzte Woche war ich hier, wie ich es euch gezeigt habe. Also ein Knäulchen ist reingewandert. Wie gesagt, nicht so viel, aber immerhin mehr wie letzte Woche. Deswegen versetzen wir jetzt einfach mal den Markierer und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Ja. Ja, ich hoffe, der Ton ist soweit in Ordnung. Ich habe jetzt mal hier bei meiner Kamera sozusagen ein bisschen was umgestellt. Zumindest hat mir das mein Mann nahegelegt. Und ich hoffe, dass das jetzt fruchtet. Denn ja, ich hoffe es. Also ich weiß nicht, woran es sonst noch liegen könnte. Außer vielleicht, dass dann beim Upload irgendwas sich verstellt. Ich wüsste es sonst nicht. Leider. Aber gut, wir werden es probieren. Ich behalte es im Auge. Wenn irgendwas ist, schreibt mir das gerne. Denn nur so kann ich es ja versuchen zu verbessern, umzusetzen. Und anders halt nicht. Ja, die Stola
häkel ich oh, doch, hoppala, ich dachte, es wäre eigentlich eine 3,5er Nadel, aber das hier ist eine 3er Nadel. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht. Ich dachte eigentlich, ich hätte das als 3,5er Nadel gehabt. Gut, okay. Also, dann ist hier der Teil, das neue Knäuel, mit einer 3er Nadel reingewandert. Und der vorherige Teil, den habe ich hier mit meiner 3,5er gehäkelt. Hups. Irgendwie habe ich da nicht drauf geguckt. Jetzt verstehe ich auch, warum ich immer wieder runtergerutscht bin. Also beim Häkeln ist mir immer wieder die Fäden runtergesprungen von der Nadel. Warum auch immer. Ich habe mich erst gewundert und ja, das wird es vielleicht erklären. Aber nichtsdestotrotz ist es relativ gleichmäßig, auch wenn ich jetzt die Nadelstärke gewechselt hatte. Ja, jetzt bin ich doch wirklich am Überlegen, ob ich dann bei der bleibe oder mit der 3,5er weitermache. Aber ich finde jetzt nicht, dass das viel auffällt. Vom Rand her. Wenn man den jetzt so locker liegen hat. Hier. Moment, ich schau mal kurz. Nee. Also ich finde jetzt nicht. Ist okay. Muss ich mal schauen? Weiß ich noch nicht. Denn die Nadel so an sich hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, die ist ja ganz süß. Und ich finde es halt schön, dass sie halt so ein bisschen länger ist. Ich halte ja meine Nadel so und nicht so. Manche halten sie ja auch wie ein Stift. Ich aber nicht, halte sie so und bin dann am Häkeln. Und deswegen ist das hier ganz angenehm für mich immer, wenn das ein Ticken länger ist. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie es mir gefällt. Mal gucken. Ja, wie gesagt, davon ist ein Video für euch gemacht und auch jetzt bearbeitet. Ich muss es nur noch, ihr müsst mir nur sagen, vielleicht welches ihr zuerst haben wollt. Wie gesagt, ich habe die Hexagonjacke, die ist auch fertig. Hochgeladen, also hochgeladen nicht, aber fertig gemacht. Das ist ja einmal hier die mit dem Muster, die Hexagonjacke, die kleine. Und die hat ja hier so ein Patentmuster drauf. Und die habe ich jetzt fertig auch bearbeitet. Den habe ich fertig und bearbeitet. Und dann habe ich noch gemacht hier unser Tuch. Da sind noch die Banderolen drin von der Stola. Und hier ist auch noch der Knäuel drin von dem Tuch. Wie gesagt, ohne Banderole. Und ich weiß nicht, wie viele Laufmeter er hat. Er ist aber nur, ich glaube, dreifach. Ja, er ist nur dreifach vom Faden her. Und das Tuch wird auch mit der 3,5er Nadel gehäkelt. Deswegen ist die hier mit drin. Und ja, ist ein bisschen gewachsen. Ihr seht es, meine Schlaufe. Ich habe heute Morgen noch dran gearbeitet. Aber da kam nicht viel dazu. Heute Morgen war ich hier. Und es ist 1,5
eine Reihe und das bisschen hier sozusagen. Das kam dazu. Aber gut. Ich finde für Viertel nach 5 Uhr morgens ist das ganz gut. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass das nur so ein wenig war. Ja, ich versetze jetzt, ach Quatsch, das ist doch mein Luftmaschenhalter sozusagen, mein Maschenhalter. Weil ich ja immer so ein Genie bin und mir dann die halbe Arbeit immer wieder aufziehe. Und da habe ich ja den lieben Tipp bekommen, das mit so einem Maschenmarkierer einfach festzumachen. Und so zieht es sich nicht auf. Praktisch. Fand ich super. Es hat mir sehr geholfen. Ja. Und das ist das Tuch. Und das ist auch soweit gemacht. Und eigentlich wollte ich gerne das am Donnerstag für euch bereitstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das findet. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Denn das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Mustersatz, der sich halt immer und immer wiederholt, bis ihr eure Sachen fertig habt, sozusagen, euer Garn, je nachdem, wie groß ihr das haben wollt. Und mein Tuch ist jetzt, ich hole mal kurz den Meter, das Maßband. Einen Meter hole ich nicht, ich hole das Maßband. Und dann könnte man ja mal kurz gucken, weil ich ja das letzte Mal gesagt habe, das ist schon weiter als mein Tisch. Und mein Tisch hatte entweder 60 oder 70. Kann man ja mal trotzdem einfach mal locker laufen lassen. Das so. Ups. Also, es hat, da habe ich die Inch vorne, ich drehe es sofort um. Also 1,27 Meter. Na? Ja, also ich finde das schon, also 1,27, das ist schon gut. Ist schon eine ganz gute Größe. Jetzt schmeiße ich noch alles runter. Kann man hier mal noch gucken, weil das hier Tuch ist ja ein bisschen spitzer. Dadurch, dass man halt unten ein paar mehr Maschen nimmt. Und im lockeren Zustand, ne? Ja, 71. Also das ist gut. Und wenn dann noch der Rest da reinkommt, denke ich mal, dass das eine ordentliche, schöne Größe hat. Ja, hier ist unser Maschenmarkierer. Ein Mustersatz kam dazu. Naja, wenigstens einer. Ja, versetzen wir jetzt mal den Maschenmarkierer. Und dann gucken wir mal noch in mein Päckchen rein von Amazon, denn da hatte ich mir was bestellt, einfach mal zum Ausprobieren, zum Testen ein bisschen. Denn ich habe ja meistens die Nadeln ohne Griff und ich bin hingegangen und habe jetzt mal geschaut und habe mir
da auch was Passendes bestellt. Mal gucken. Ich lasse das jetzt mal gerade so liegen und dann holen wir mal kurz das Päckchen. Da ist auch noch was anderes drin, aber das hole ich dann heute. Später mache ich noch so ein, wie heißt das, ein Diamond Painting Work in Process, Paint with Me. Und dann hole ich da noch das andere raus, was da noch drin ist. Ja, ich habe für jedes eine Sache bestellt, sozusagen. Ja, ich hatte von Knitpro, wurde mir vorgeschlagen, eine Nadel bestellt. Eine 3,5er. Angeblich soll die laut den Bewertungen, die da drin stehen, relativ gut sein. Ich weiß es jetzt selber nicht. Ich kannte jetzt Knitpro nur vom Stricken. Aber ich dachte, man kann es ja mal testen. Also wie gesagt, eine 3,5er Nadel. Und die war runtergesetzt jetzt bei Amazon. Ich weiß gar nicht, was war denn da? Osterdeals oder so irgendwas hat da gestanden. Und da habe ich 4,35 € gezahlt. Das fand ich jetzt, ja, es ist okay, wenn man dann denkt, da Tulipnadeln zum Beispiel, Tulip, je nachdem, wie man sie nennt. Oder auch die Clover-Nadel, die ich von meiner Schwester bekommen habe. Ja, die sind ja ein wenig mehr wie das jetzt, wie 4 €. Ja, eine 3,5er, deswegen probieren wir mal aus. Ich dachte jetzt, das hier ist so, ja, weiß nicht, wie nennt man das, so gummimäßig, so ein Softgriff. Weich ist es, aber es ist Plastik. Also ich dachte eigentlich, dass das einen weicheren Griff hat. Aber ich glaube, hat das irgendwo gestanden? Nee. Also es hat auch nirgends gestanden. Ich bin einfach von dem Bild davon ausgegangen. Ja, nee. Ich finde es jetzt auch nicht. Nee. Jo. Schauen wir mal. Die nehme ich dann mal, um hier an dem Tuch weiter zu häkeln. Dann kommt die mal da dazu. Ja, und das waren sozusagen die kleinen Projekte, die jetzt laufen. Wie gesagt, ich habe alles abgedreht, also bis auf die Decke, alles abgedreht und auch, ja, wie gesagt, schon vorbereitet, also euch zusammengeschnitten, damit das dann für euch online gehen kann. Und ich habe auch in dem Video gesagt, es ist wie gesagt nur die Sache, wie ich es gehäkelt habe. Es ist kein Muss, es ist kein, ja, du musst das jetzt so häkeln, sondern so habe ich es gehäkelt. Das könnt ihr gerne so probieren. Und wenn es euch nicht gefällt, ändert es einfach ab, um Himmels Willen. Das ist nicht schlimm. Genau. Und es gibt auch garantiert zu den Sachen, zu den Mustern in unterschiedlicher Weise auch unterschiedliche Sachen, wer das wie gehäkelt hat. Ja, das heißt nicht, dass meins 100%ig richtig ist, sondern nur so habe ich es gehäkelt. Ich habe es euch halt so abgefilmt, wie ich meine Sachen häkel. Also wie ich jetzt die 2 Sachen hier oder auch die Jacke, den Hexagon gehäkelt habe. Ja, wie gesagt. Ja, dann in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen und lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt schön gesund, macht's gut. Tschüss.